Einen schönen guten Morgen aus Beuerberg, liebe Freunde, hier bei unserem neuen Video von Cargold. Ich habe heute ein wunderschönes Mercedes Flachkühler Coupé hier stehen. Mercedes 280er SE, 3,5 Liter, das heißt, der hat die große 8-Zylinder-Maschine drin mit 200 PS. Und der dieses Auto voll restauriert hat, den kenne ich schon sehr lange, über 35 Jahre. Der hat sich nämlich spezialisiert nur auf dieses Modell. Das heißt, der Mann macht nichts anderes als die Baureihe 109, 111 und 108. Und so ein Fahrzeug haben wir hier. Jetzt sehe ich er da oben rum. Das wirklich Erwähnenswerte an diesem Auto ist, dass der wirklich in jedem Detail restauriert wurde und wirklich jedes Teil, jede Technik, das Leder, das Interieur, Holz, alles ist gemacht worden von einer hervorragenden Güte. Und das, was diese Firma, die das gemacht hat, besonders gut versteht, das ist die Technik an dem Wagen. Und das merkt man, wenn man mit dem Wagen fährt. Wir fahren jetzt auch gleich mal und dann merkt ihr, dass der wirklich erstklassig läuft. Vielleicht noch mal so ein paar kleine Hinweise auf, was den Wagen angeht. Wir haben hier das Zeichen 280 SE, es ist ja ein 280er, der so ab 1968 gebaut wurde. In der 3,5 Liter Version ist er gebaut worden ab September 69. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schmutz hinten drauf, kommt auch vor vom Nummern montieren. Sonst die ganzen Teile sind alle sämtlich in einem vorzüglichen Zustand. Also das ist alles neuwertig, auch wie das hier alles sitzt, das ist hervorragend gemacht. Er hat hinten auf den Konsolen die Original-Lautsprecherchen, die es seinerzeit gab. Man hat also auch bei der Restaurierung auf die ganzen Details geachtet. Das sind die Deckel, die es 1969 gab. Schön, wunderschön original sind die geschmiedeten Fuchsfelgen. Gab es ja damals auch im Teilehandel, da hat man gesehen, dass das nicht die richtigen sind. Das sind die echten, so müssen die aussehen. Dann hat er hier den 300er Chrom. Konnte man sich damals bestellen. Das gefällt nicht jedem. Ich persönlich finde es sehr schön. Das sieht vor allen Dingen deshalb gut aus, weil das hier ein silbernes Auto ist. Und Silber und dieser schöne erstklassige Chrom sieht toll aus. Übrigens auch alles wirklich neuwertig, wo man hier guckt. Also eigentlich hat er hier so einen kleinen Mangel. Er zieht hier ein bisschen Luft, okay. Also ist nicht ganz hundertprozentig in Ordnung, macht aber nichts, kann man so lassen. So, dann hat er hier die Ausstellfensterchen, die sind später aus Sicherheitsgründen weggelassen worden. Hier zum Interieur komme ich gleich. Wenn wir drin sitzen, erkläre ich dann vielleicht ein bisschen mehr. So, jetzt mache ich für euch noch einmal die Motorhaube rauf. Hier sind die 200 PS. Man sieht an der Maschine, es ist auch wirklich alles neuwertig. Also wem es nicht gefällt, der Lüfterdeckel aus Chrom, der ist nicht ganz richtig gewesen. Das fand der Besitzer wohl gut. Also auch das war nicht ganz richtig. Das ist poliert worden, aber das kann man ja matt schwarz sicher auch machen lassen. Und ansonsten sieht man en Detail, das Auto ist wirklich hervorragend gemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Probefahrt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der wirklich so gut läuft, wie ich gesagt habe. Aber ich weiß es ja schon, ich bin ihn ja schon gefahren. Auto läuft ganz sauber und das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt wollen wir mal das Radio anmachen und siehe da kommt sogar eine elektrische Antenne heraus. Der Wagen, das Coupé, was wir hier bewegen, hat tatsächlich sämtliche Extras, die Daimler-Benz seinerzeit verfügbar gemacht hat, inklusive eines schönen, herrlichen, ganz großen Schiebedaches. So, nun fahren wir los. Die Maschine läuft hervorragend. Wie gesagt, technisch weiß ich, wer den Motor gemacht hat. Ich weiß auch, wer das Getriebe gemacht hat. Das gesamte Fahrzeug ist eine Firma aus dem Schwäbischen, die wirklich einen Namen hat, speziell für dieses Modell. Und das Auto wird eigentlich aus Altersgründen abgegeben. Der Herr hatte eine Sammlung. Wir haben schon einige Fahrzeuge für ihn weiterverkauft. In dem Fall sagt er auch, ich fahre die Autos nicht mehr, ich bewege sie nicht mehr. Das Fahrzeug hat eine Vollausstattung, wie ich euch eben schon gesagt habe. Der Wagen verfügt hier vorne über die BR-Klimaanlage, die es seinerzeit als Extra gab. Ist meistens überwiegend für die US-Auslieferung bestellt worden nach Amerika. Da gab es ja fast immer Vollausstattung. Unser Auto hat das auch. Ihr könnt sehen hier das Holz, das ist alles wirklich neuwertig, in einem hervorragenden Zustand. Sieht natürlich jetzt jeden Fussel, weil die Sonne gerade so hart drauf scheint. Dann hat er hier die Chromhebelchen, das ist alles neuwertig. Es funktioniert federleicht, alles gemacht.
Hier vorne ist der deutsche Tacho, der geht bis 240 Stundenkilometer. Daneben das Kombi-Instrument für Wasser, für Öl und für Tank kann man da oben sehen. Was natürlich sehr elegant ist bei dem Auto sind die kleinen Chromdüsen hier für die Heizung, wie ihr hier vorne sehen könnt. Alles in einem hervorragenden Zustand. Wie gesagt, der Wagen ist vollständig restauriert worden. Und es ist ein sehr, sehr elegantes, ein sehr, sehr edles Coupé. Kann man nicht anders sagen. Wollen wir mal den Schiebedachschalter benutzen hier vorne? Geht nicht. Doch, geht andersrum. Und das Schiebedach geht zu. Ist ja ein riesiges Schiebedach bei diesem Auto. Gibt es normalerweise heute so gar nicht mehr in dieser Größe. Also ich kann nur sagen, der Wagen läuft vorzüglich, der hängt schön am Gas. Das Tolle bei der 3,5 Liter Maschine ist natürlich, der hat 200 PS. Das merkt man auch. Der Wagen hat ein richtiges Drehmoment. Und wenn dann so 8 Zylinder bei der Arbeit sind, das ist einfach was anderes, als wie wenn 6 Zylinder bei der Arbeit sind. Auto läuft klasse, er läuft ja 205 Stundenkilometer Spitze, das war zur damaligen Zeit 1970, 71 ziemlich viel. Und dieser Wagen, ja, also er läuft verzüglich, die Achse, das ganze Fahrwerk, alles stramm und fest. So, jetzt wo die Maschine ein bisschen warm gelaufen ist, kann ich sagen, dass der ganz seidenweich läuft. Er zieht vor allen Dingen richtig durch. Also ich habe eben einmal drauf getreten, da kommt richtig Dampf. Das Auto ist hervorragend. Es läuft ja nicht jeder 3,5 Liter von Mercedes rund. Dieser tut das hier. Der ist wirklich erstklassig gemacht. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis zum Lenkrad für die Freaks, denen das aufgefallen ist. Das ist hier mit blauem Leder, das ist natürlich nicht richtig und nicht original. Da gehört eigentlich ein weißes Lenkrad hin. Ich habe aber von dem Eigentümer mir sagen lassen, er hat noch eins liegen und ich denke mal, wenn das Auto dann von jemandem gekauft wird, den das interessiert, der kann auch das Originale dazu haben. Und zu der Zeit, als dieses Auto gebaut wurde, war ich 8, 9 Jahre alt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die Scheibenwischer immer eine ganz besondere Funktion hatten. Wenn ihr mal schaut, die gingen hoch und runter. Alle Autos dieser Zeit, da gingen die Scheibenwischer so. Bei diesem Auto war das anders. Daran konnte man damals einen Mercedes erkennen. Funktioniert hier auch gut. Auch die Hupe, die verschluckt sich zwar ein bisschen, die geht aber trotzdem. So, jetzt fahren wir noch mal an den See herunter. Auto hat, um das noch mal kurz zu erklären, 4 Scheibenbremsen, hat eine Mittelautomatik, hat 4 Fensterheber, könnt ihr hier vorne sehen, 4 elektrische Fensterheber. Hier die schon erwähnte BEAC-Klimaanlage hat er auch. Das Radio, Antenne automatisch funktioniert, es geht alles an dem Wagen. Dann dieses schöne große Schiebedach und wir fahren die ganze Zeit jetzt schon mit geöffneter, kompletter Scheibe an der Seite. Es zieht überhaupt nicht, weil hier der Mittelpfosten fehlt. Das Auto kann man fast wie ein Cabriolet bewegen. Wenn dann das Riesendach mal aufgeht, braucht es eigentlich gar kein Cabriolet mehr. So, jetzt fahren wir hier mal kurz um den Kreisel. Also fahren tut der Wagen klasse, ich bin echt begeistert. Man hat auch in den schweren Ledersitzen eine hervorragende Sitzposition, eine gute Seitenführung. Er hat eine Servolenkung, sonst wäre es ein bisschen schwer mit der schweren Maschine vorne drin, funktioniert auch gut. Auto hat eine satte, saubere Straßenlage und es ist ein Wagen, wenn man das als Reisemobil in der heutigen Zeit nutzen möchte. Der Wagen fährt seine 160, 170, könnt ihr ihn herrlich bewegen auf der Autobahn. Kann man auch sehen, übrigens hier noch bei dieses tolle Armaturenbrett, wie schön das glänzt. Die Uhr von VDO war ja damals der Lieferant von Mercedes. Hier die Frost-Klimaanlage. Also ist alles vorhanden und ihr könnt, glaube ich, sehen, das Auto fährt vorzüglich, er liegt hervorragend satt auf der Straße, nichts macht Geräusche, von der Hinterachse höre ich nichts, funktioniert alles so, wie es soll. Ich bin schon viele dieser Autos gefahren. Ich habe übrigens damals in jungen Jahren mit 20 selber einen 3,5 Liter eine Limousine gehabt. Daher weiß ich, wie so ein Auto fahren muss. Wenn man den in Höchstgeschwindigkeit fährt, weiß ich noch von meinem Wagen, der ist 225 Tacho gelaufen. Also das Auto macht richtig Spaß zu fahren. Und das ist eigentlich das erste Auto, was modern fährt. Also die 6-Zylinder vorher, die fuhren noch ein bisschen älter, da war nicht so das Drehmoment gegeben und da rauschte auch nicht so ab. Aber den Wagen könnt ihr hier richtig modern bewegen. Ein richtig modernes Fahrzeug. Die Bremsen klappen astrein, Automatikgetriebe schaltet ruckfrei. War damals im Jahr 70, 71 wirklich auf einem guten Stand. Und das Tolle hier bei unserem Auto ist, dass der wirklich komplett dokumentiert ist. Es ist alles, wie es gehört. Es sind sämtliche Belege da.
Er ist restauriert worden vor circa 10 Jahren. Das hat sehr, sehr lange gedauert, diese Restaurierung, aber die ist hervorragend gemacht. Und derjenige, der sie gemacht hat, ist in Deutschland eine absolute baden-württembergische Referenzadresse. Er hat sich spezialisiert auf dieses Modell und ich habe schon viele Autos aus seiner Feder, aus seiner Hand verkauft. Und da kann ich nur sagen, hervorragende Arbeit. Also wirklich, das merkt man, wie er fährt. Alles tipptopp. Ihr könnt euch jetzt in den Wagen reinsetzen. Ihr wisst ja, wir sind hier in Bayern und bis nach Hamburg fahren und ihr kommt definitiv gut an. Also das war jetzt wirklich ein hervorragender Dreh, eine hervorragende Fahrt. Das endet jetzt hier am Simsee, das ist ja 500 Meter unterhalb von unserem Zuhause. Das ist ein wunderschöner Wagen. Schaut euch bitte nochmal diese tolle Linie an. Das ist aus meiner Sicht einer der schönsten und wirklich gelungensten Formen von Automobilen, die es gab. Also wenn man diesen klassischen Mercedes jetzt mag, ist diese Form also einfach sensationell. Und das Tolle ist an dem Wagen, der hat wirklich eine super Qualität, einen super Zustand. Der fährt gut, ihr merkt, wie schön die Maschine läuft. Für weite Reisen einen ganz großen Kofferraum hinten. All das ist restauriert. Und so ein Wagen, was kostet so ein Fahrzeug? Also die werden normalerweise, wenn sie perfekt sind, bis 180.000 Euro gehandelt. Unser Fahrzeug liegt bei ca. 130.000, wäre aber normalerweise, wenn ihr so einen Wagen restauriert kauft, für das Geld überhaupt nicht herzustellen. Also hier wirklich ein guter Kauf in einem wunderschönen Auto. Innen übrigens noch mal ganz kurz, zeigt das noch mal, er hat dieses schöne blaue Leder. Das ist das Originalleder, das ist zwar mal neu gekommen, aber das ist das Leder, was seinerzeit verbaut wurde. Der Wagen ist also Silberlederblau. Also was will man mehr? Rundherum ein tolles Auto. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, vielleicht auch mal eine Probefahrt machen wollt, besucht mich gerne in Beuerberg bei Cargold. Das kennt ihr ja alles in Nähe Rosenheim. Also dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ganz wichtig, und alles Gute. Euer Stefan Luftschiss. Ciao.